Das hier ist die neue DJI Osmo Pocket 4. Klein, unscheinbar, aber sie könnte deine große Kamera komplett ersetzen. Ich bin Taifun und ich filme viel unterwegs. Auf Reisen, draußen in den Städten, oft auch nachts. Und genau da merkt man ziemlich schnell, welche Kamera wirklich abliefert und welche nicht. Ich habe schon einiges getestet. Unter anderem die Action Cams wie die DJI Osmo Action 6 oder auch die DJI Osmo Action 5 Pro. Die sind echt stark, keine Frage. Aber wenn es um richtig Ruhe geht, cineastische Aufnahmen geht, stoßen die an ihre Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Und genau deswegen wollte ich wissen und ich wollte sie unbedingt. Ich habe so lange darauf gewartet und habe sie dann auch mir gleich am ersten Tag gekauft und habe diese Kamera mehrere Tage hintereinander getestet. Im echten Alltag, draußen, unterwegs, ohne Setup. Und ich kann dir ehrlich sagen, es gibt Dinge, die haben mich echt überrascht, keine Frage. Also schau dir mal an, wie klein dieses Teil ist. Das passt wirklich in jede Tasche, Hose, Jacke, sogar vorne rein, ohne dass es stört. Und ganz genau das ist für mich unterwegs ein Riesenunterschied, weil ich keine Lust habe, einen riesen Equipment bei mir zu tragen. Du hast die Kamera einfach dabei und genau dann entstehen die besten Shoots. Und was ich auch mag, sie liegt gut in der Hand, fühlt sich nicht billig an, eher wie ein kleines, solides Tuch. Das Geile ist, ich bewege mich, aber dieser Gimbal-Stabilisator bewegt sich die ganze Zeit mit. Das ist schon extrem geil. Mit der Kamera habe ich auf jeden Fall was richtig gemacht. Ich muss gar nicht mehr meine Hand drehen. Ich kann einfach den Gimbal hier drehen und mit diesem Weitwinkelobjektiv ist es halt nochmal richtig gut. So, einmal zurück und zu mir. Und dann, wenn man so doppelt drauf drückt, dann trackt er mich einfach mit. Also ich muss sagen, die Kamera ist echt pervers. Wenn man so zweimal auf sich draufklickt, dann aktiviert es den Aktiv-Track und der trackt dann dich die ganze Zeit mit, dein Gesicht sozusagen, und das ist halt das Geile dran. Es stabilisiert sich auch die ganze Zeit von selber. Ich muss sagen, ich habe schon einen richtig geilen Update für meine Videos und es hat auch nochmal so einen Aufsatz für die Kamera, was halt nochmal so breiter macht, das Ganze. So, meine Lieben, in der Nacht mit Licht in der Stadt von München. Wie ich die Kamera finde, die Kamera ist richtig pervers. Ich finde abends, dass die Kamera auch sehr, sehr gut aufnimmt. Wenn ich so in die Kamera jetzt schaue, ich nehme gerade mit 4K 30 fp auf und finde eigentlich die Videoaufnahmen auch gerade ganz, ganz gut. Richtig geil. Aber was ich zum Beispiel nicht so mag, ist, dass die Kamera einfach nicht regengeschützt ist. Also meine Lieben, jetzt fahre ich gerade mit dem Auto Richtung Heimat und will euch ein paar Worte zu dieser Kamera sagen, was mir hier an dieser Kamera so gefällt und was mir bei den anderen Kameras gefällt. Bei dieser Kamera ist es so, es ist handlich. Du hast es in der Hand. Es ist klein. Es ist kleiner als ein iPhone 16 Pro Max oder iPhone 17 Pro Max und es ist richtig handlich. Bei einer Action Cam, wie bei der DJI Action 5 Pro oder wie bei der DJI Action 6,
Da hast du halt einen Selfie-Stick in der Hand und dann hast du halt diesen fetten Bolzen oben drauf. Bei der Pocket ist es nicht so. Es sind zwei verschiedene Kameras, muss ich sagen. Also Vergleich ist eigentlich jetzt nicht so, dass man die vergleichen sollte. Aber jetzt mal für, ich sag jetzt mal, für einen Travel, für einen Reisevlog wäre die Kamera, finde ich mal sehr, sehr gut. Also ich würde euch empfehlen, beide Kameras mitzunehmen. Eine an der Schulter und das ist halt dann die Action 6. Und die Kamera würde ich halt in der Hand halten. Oder ihr könnt euch nur eine Kamera leisten, dann würde ich auf jeden Fall die Kamera hier kaufen, je nachdem, wo ihr hinreist. Wenn es Orte sind, wo es viel regnet, dann solltet ihr lieber die Action 6 bevorzugen, bevor ihr die Pocket 4 kauft. Weil die Pocket 4 ist nicht regengeschützt, wassergeschützt. Bei der Action ist es, du kannst damit tauchen. Also wäre gar kein Problem. Das finde ich halt bei der wiederum ein bisschen schade, dass die halt nicht wassergeschützt ist. Könnte man mal vielleicht in der Zukunft, das gebe ich jetzt so an DJI weiter, in der Zukunft mal bearbeiten, dass es auch mal wassergeschützt ist, tropfengeschützt, also zumindest regengeschützt ist. Man muss nichts jetzt ins Wasser reinstecken, die Pocket, aber dass es halt wassergeschützt ist und man mit der auch bei Regen arbeiten kann. Nachtaufnahmen. Ich finde sie Bombe, richtig Bombe. Die Nachtaufnahmen sind einfach geil. Also ich mache gerade wieder eine Nachtaufnahme. Vorhin haben wir auch Nachtaufnahmen gemacht. Nachtaufnahmen sind einfach brutal mit der Pocket 4. Du hast dann noch für Nachtaufnahmen, wenn du zum Beispiel jetzt das hier dran machen würdest, dann hast du nochmal ein besseres Licht. Wir können das jetzt gleich mal probieren. Mit so einem Licht sieht man mich jetzt nochmal natürlich besser für solche Aufnahmen. Gewöhnungsbedürftig. Wenn man davor eine Action-Kamera oder einfach nur so ein Selfie-Stick in der Hand hatte, ist es auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, weil es hat ja diesen schwenkenden Kopf, der die ganze Zeit hin und her wackelt und dann, wenn du mal in die Seite schiebst, dann ist es nicht gleich da, wo du es haben willst, sondern es kommt nach. Es ist nicht so, dass es halt so gleich mit dir mitkommt. Es tut einfach so mit dir so langsam nachkommen. Und das ist so bei manchen Themen, wenn du es schnell haben möchtest, wenn du die Kamera schnell bewegen möchtest, ja, dann braucht es halt. Und bei den Action-Cams ist es so, wenn du den Selfie-Stick in der Hand hast und einmal drehst, dann hast du die Kamera auch mitgedreht. Da musst du nicht warten, bis dieser Gimbal, also bis sich das Ganze so dreht. Wenn wir jetzt über die Preise reden möchten, die DJI Osmo Pocket 4, da gibt es zwei Varianten davon, wie man sich die kaufen kann. Es gibt einmal die Standard-Kombo, die kostet 499 € und dann gibt es noch die Kreativ-Kombo, die kostet 619 €. Natürlich gibt es auch noch Ersatzteile dafür, was ihr kaufen könnt. Weder bei der Standard-Kombo noch bei der Kreativ-Kombo ist ein Zusatzakku, also ein Zusatzgriff mit einem Akku dabei. Der Akkugriff dazu von der Pocket 4, der kostet 69 €. Ihr könnt genauso den Akkugriff von der Pocket 3 mit benutzen. Aber es ist so, wenn ihr von der Pocket 3 den Akkugriff mit benutzt, dann funktioniert das nur mit USB 2.0 sozusagen, wenn ihr das an euer PC anschließt oder. Also dann müsst ihr halt immer wieder Akkugriff abmachen. Es funktioniert auf jeden Fall. Im Kreativ-Kombo ist natürlich die Pocket 4 mit drinnen, dann ein Griffverlängerung, dann habt ihr noch ein Mikrofon dabei, das ist der DJI Mic 3, das ist der hier. Genau, ein Licht habt ihr mit dabei, ansonsten und dann halt noch so eine kleine Gimbal-Klemme, dass die Gimbal nicht schwenkt. Also heute habe ich euch mitgenommen, wie ich die Pocket 4 bei DJI geholt habe. Schaut bei DJI München beim Olympia-Einkaufszentrum vorbei. Die haben solche Sachen, das sind Spezialisten. Da könnt ihr auf jeden Fall euch sehr, sehr gut beraten lassen und ein Like da lassen. Kommentiert das Ganze, schreibt eure Meinungen unten rein. Ich lasse keinen Kommentar unbeantwortet und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Bye bye.